Ja, herzlich willkommen zu meinem Programmier-Einsteigerkurs mit Python. Ich werde euch in diesem Kurs Python beibringen, zumindest erstmal die Grundlagen, und nach dem Einsteigerkurs wird dann ein Intermediate-Kurs kommen, also etwas für advanced User, für fortgeschrittene Benutzer. Wie immer sind Subtitles verfügbar für alle englisch sprechenden Menschen. Sind in der Beschreibung die englischen Untertitel. Einfach weil ich möchte, dass das Video eine relativ breite Masse von Menschen ansprechen könnte, und es wäre schade, wenn die Videos bloß in Deutschland geguckt werden können. Einfach nur aufgrund meiner Aussprache oder meiner Sprache halt. Ne? Ich denke, Englisch ist da schon ganz cool, und man hat ja auf YouTube ja die Möglichkeit der Untertitel. Also Untertitel unterhalb des Videos, ihr könnt die aktivieren mit C auf eurer Tastatur oder ihr klickt eure Sprache an, und die deutschen Untertitel sind von mir eingefügt. Ich korrigiere die Untertitel dann, nachdem ich das Video veröffentlicht habe, und die englischen Untertitel sind die automatische Übersetzung von Google. Aber wenn ich die deutschen Untertitel richtig korrigiert habe, dann müssten die englischen Untertitel auch dementsprechend korrekt sein eigentlich, weil der Google-Übersetzer ist in den letzten Jahren echt gut geworden. Durch künstliche Intelligenz und so weiter, ne? So, wie fangen wir hier an? Also wir befinden uns hier in einem frisch installierten Windows 11. Wir können das natürlich auch auf Windows 10 machen. Das hier ist noch die Insider-Preview, die ich mir gerade auf einer virtuellen Maschine installiert habe. Aber es geht ja darum, Programmieren zu lernen. Wenn wir mal was zu virtuellen Maschinen, kommt sicherlich auch mal ein Kurs oder so. Auf jeden Fall gibt es jetzt mehrere Wege. Also ihr müsst Python erstmal installieren, so, ne? Wir könnten das jetzt über die Kommandozeile mit Winget machen, diesen Paketmanager für Windows, oder wir machen das Ganze einfach über einen Browser. Also ihr öffnet Chrome, Edge, Brave, was auch immer ihr verwendet, und sucht auf Google oder irgendeiner anderen Suchmaschine einfach mal Python, und dann sehen wir hier python.org ist quasi die offizielle Seite. Und bitte, wenn ihr das downloadet, immer schauen, dass ihr auf der offiziellen Seite halt seid, ne? Dann gehen wir hier auf Downloads. Und dann seht ihr hier die latest Version for Windows. Das ist jetzt Python 3.9.7 zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Wir haben heute den 28.09.2021. Also es kann natürlich auch immer sein, damit sich an der Programmiersprache einige Dinge verändern in zukünftigen Versionen. Ne? Also der Syntax von Python 2 ist zum Beispiel anders wie der von Python 3 teilweise. Ne? Ich behandle in dem Kurs nur Python 3, also nur die aktuelle Version. Wir klicken da drauf, downloaden das. By the way, wenn ihr andere Betriebssysteme habt, dann könnt ihr hier das Ganze installieren. Aber ich denke, wenn ihr ein Linux verwendet, dann wisst ihr sicherlich wie ihr Pakete installiert, weil sonst würdet ihr kein Linux verwenden. Dann macht ihr einfach dann unter Ubuntu apt-get install und halt Python 3, ne? Und macOS könnt ihr dann hier runterladen. Beziehungsweise auch über Brew installieren, das ist ja auch ein Paketmanager für Mac. So, jetzt habe ich schon wieder viel gelabert. Ups. Wir installieren unser gedownloadetes File mal als Administrator und adden Python, das ist wichtig, zur Path-Variable. Was das ist, erkläre ich euch nachher. Macht auf jeden Fall da unten den Haken rein und ihr müsst als Administrator eingeloggt sein, aber das solltet ihr auf eurem Home-PC sowieso sein. So, dann können wir jetzt, das war successful, jetzt können wir das, die Path Limitation können wir auch deaktivieren, by the way. Das ist vielleicht ganz cool, wenn wir noch mehr Applications zum Path hinzufügen wollen. Aber wie gesagt, was es ist, erkläre ich gleich. Jetzt haben wir unter Windows 11 dieses schöne Terminal. Das können wir öffnen. Geht auch bei Windows 10. Da drückt ihr rechts auf euer Windows-Symbol mit der rechten Maustaste, und dann habt ihr Windows PowerShell. Normal und als Administrator. Kurze Erklärung, was der Path ist. Das Programm wird ja abgelegt in einem Ordner. Ich zeige euch mal, wo euer Python liegt. Und zwar drücken wir dazu Windows R, in %appdata %, das ist ein versteckter Ordner in eurem Benutzerordner unter Local. Das muss ich mal kurz überlegen. Programs, Python 3.9, und hier habt ihr jetzt eure Executable Python-Datei. Also das ist der Python-Interpreter quasi, und wenn ihr den jetzt aufrufen wollt von der Kommandozeile aus, also vom Terminal aus, wenn ihr jetzt hier Python eingibt,
dann kommt ihr jetzt in die Python-Umgebung und das Problem ist, wenn ihr nicht Python zum Path hinzugefügt hättet, dann, Moment, wir gehen hier raus. Kann ich nicht mehr tippen. So, wenn ihr jetzt nicht Python zum Path hinzugefügt hättet, dann müsstet ihr immer den kompletten Pfad eingeben. Also in der Path-Variable wird quasi der Pfad zu dieser Datei hinterlegt. Also wenn wir hier mal auf Properties gehen, dann sehen wir diesen Pfad und der steht quasi bis zu python.exe, executable, in der Path-Variable drin, sodass ihr nicht jedes Mal den kompletten Pfad angeben müsst, wenn ihr Python im Terminal ausführt. Also wenn ihr jetzt eine .py-Datei ausführt, was eine Python-Datei ist, dann müsst ihr nicht immer C, Users, Benutzername, Local und so weiter und so fort, Programs, Python 3.9, python.exe eingeben, sondern das wird euch abgenommen, da schaut quasi, ob es eine Python.exe im Path gibt und dann fügt ihr euch quasi den Pfad zu dieser exe unsichtbar davor. Er weiß quasi, wo die Executable-Datei auf dem Rechner liegt, weil ihr den Pfad angegeben habt in der Umgebungsvariable. Ich hoffe, das war verständlich. Das ist übrigens auch bei anderen Programmiersprachen so. Also auch wenn ihr jetzt Java oder sowas installiert habt, fügt man meist die Java.exe zum Path hinzu, also den Pfad zu der Executable Java-Datei, damit ihr dann Java beispielsweise einfach in der Kommandozeile so ausführen könntet und zum Beispiel die Version überprüfen könntet. Das kann ich nicht, weil ich habe Java nicht drauf, ne? Aber ja, bei Python können wir übrigens dasselbe machen. --version zeigt uns an, was ihr für eine Version installiert habt. Wenn ihr Python 2 und Python 3 installiert habt, dann müsstet ihr Python 2 --version, dann würdet ihr sehen, was ihr von der Python, und dann gibt es auch noch Python 3 halt, ne? Dadurch nur 1 habt, sollte das nicht funktionieren, oder? Oh, jetzt geht's über den App Store. Ja, über den App Store könntet ihr das Ganze auch installieren. Also, by the way, ihr könnt auch Python über den Microsoft Store installieren, aber ganz ehrlich, niemand verwendet den Microsoft Store. Auch wenn sich Microsoft echt Mühe gegeben hat, den aufzubessern. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal direkt in Python rein, über die Kommandozeile. Ich weiß, das ist für manche, die sich jetzt nicht so sehr mit Computern auskennen oder die noch nicht viel programmiert haben, die noch nicht viel mit Linux gearbeitet haben, ist die Kommandozeile ein bisschen einschüchternd. Wir programmieren dann richtig in einer Textdatei, wo wir unseren Code runterschreiben und dann ausführen. Ich möchte euch aber mal zeigen, dass ihr auch Live-Code ausführen könnt in der Kommandozeile. Also wir geben Python ein und dann kommt ihr in die interaktive Python-Umgebung. Ihr könnt nach diesen 3 Strichen, die ihr hier seht, jetzt Python-Code eintippen. Ihr seid jetzt quasi nicht mehr in der normalen PowerShell drin, sondern ihr könnt jetzt hier Python-Code aufführen. Wenn wir jetzt mal einfach eine Print-Funktion aufrufen und die einfach mal Hallo eintippen. Ups. Und das natürlich auch richtig schließen, dann gibt uns unser Interpreter das Wort zurück, weil Print quasi ein Wort auf der Kommandozeile ausgibt. Im Grunde genommen haben wir jetzt ein Hallo-Welt-Programm geschrieben, so, was jetzt nicht sonderlich ist, bringt euch nichts bei, so. Ihr wisst jetzt zwar, wie ihr Python ausführen könnt, aber das, ja, ich weiß nicht, ich finde diese Hello-World-Programme immer sehr merkwürdig, so, weil dadurch lernt man halt nichts. Wir werden jetzt Python schreiben, und zwar nicht in der interaktiven Umgebung, deshalb quitten wir jetzt heraus mit der Funktion quit. Damit kommt ihr da wieder heraus. Das war's auch erstmal für die Kommandozeile, die schließen wir mal. Wir erstellen uns jetzt mal einen neuen Ordner für das Coding. Und hier nochmal einen neuen Ordner für Python. So, hier drin könntet ihr jetzt Dateien erstellen. Wir werden jetzt mal eine Python-Datei erstellen. Das seht ihr jetzt hier, geht natürlich nicht. Wir machen ein Textdokument. Das nennen wir jetzt mal First Program im Camel Case. Also quasi ohne Leerzeichen mit einem großen Buchstaben wieder. So, jetzt ist das eine Textdatei und ihr könnt natürlich nicht den Typ ändern. Deswegen kann man in Windows die Dateiendung anzeigen lassen und diese Dateiendung könnt ihr dann bearbeiten zu PY beispielsweise. In Windows 11. Genau, also auf Optionen, auf View oder Ansicht. Hier Hide Extensions for Known File Types. Also er zeigt für bekannte Dateitypen, also wie TXT oder WXE für Executable oder PY für Python, hidet er, also die Dateitypen werden nicht angezeigt. Wenn ihr den Haken rausmacht und auf Apply klickt, dann seht ihr jetzt bei jeder Datei auf dem Rechner die Dateiendung.
wenn ihr jetzt auf Rename drückt oder auf Umbenennen, oh Gott, ich verwende das erste Mal Windows 11, das ist echt merkwürdig, dann könnt ihr auf Rename drücken und jetzt würde er quasi den Programmnamen und ihr klickt einfach ans Ende und macht das TXT weg und macht daraus ein PY. PY, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, ist eine Python-Datei. Enter. Dann kommt jetzt eine Warnung, ob ihr wirklich den Dateinamen, also nicht den Dateinamen, die Dateiendung ändern möchtet. Weil wenn ihr jetzt zum Beispiel andere Programme habt und da einfach die Dateiendung ändert, sind die Dateien meistens nicht mehr funktionsfähig, ne? Aber hier steht ja noch nichts drin, deshalb drücken wir jetzt hier auf Yes. Jetzt seht ihr auch, dass sich hier so ein kleines Python-Symbol abbildet. Und wir können das Ganze jetzt mit Python öffnen und es passiert nichts. Warum passiert nichts? Ja, weil nichts drin steht halt, ne? Wir könnten das Ganze jetzt natürlich auch Search Another App mit Notepad öffnen. Und jetzt könnten wir hier Sachen reinschreiben und dann mit Python ausführen. So. Das ist jetzt natürlich nicht schön, weil wir haben hier kein Syntax-Highlighting, ne? Also wenn ich jetzt irgendwie was tippe, normalerweise wird es markiert in einer Farbe, dass man in seinem Code sich ein bisschen besser zurechtfindet. Ihr könnt selbstverständlich den Standard-Text-Editor von Windows nutzen. Ich empfehle es nicht. Ich empfehle euch Notepad++, wenn ihr es ein bisschen schlichter haben wollt, beziehungsweise VS Code, also Visual Studio Code. Das ist eine Coding-Umgebung von Microsoft. Ihr kennt vielleicht Visual Studio, genau. Das Haupt-Visual Studio, das gibt es schon sehr lang. Was eine richtige IDE ist, das ist richtig umfangreich für .NET-Anwendungen. Und Visual Studio Code ist so eine abgespeckte Version, welche ist abgespeckt, die kann trotzdem sehr viel, ne? Aber die gibt es für alle Betriebssysteme, die ist für Linux verfügbar und auch für Mac OS und natürlich für Windows, die ist ja von Microsoft, ne? Und ist auch erweiterbar, es gibt Extensions dafür. Es ist ein wunderbarer Code-Editor, der auch von sehr vielen professionellen Anwendern und Programmierern verwendet wird. Deswegen downloaden wir uns jetzt mal Visual Studio Code, ne? Weil das ist das, was ich verwenden werde in dem Kurs. So, die Website ist code.visualstudio.com. Bitte hier wieder drauf achten, nicht irgendwie Chip oder irgendwie sowas verwenden oder irgendwelche dritten Seiten. Wenn es die Möglichkeit gibt, dann downloadet das einfach von der Originalseite von Microsoft. Das seid ihr am sichersten einfach. Wir downloaden den Stable Build für Windows. Wenn ihr, je nachdem, was ihr für ein Betriebssystem habt, wird euch das dann da vorgeschlagen. Und unter Linux könnte es sein, dass ihr das erst zu den Paketquellen hinzufügen müsst. Ich weiß nicht, ob das standardmäßig dabei ist. Und ja, ihr solltet das natürlich durchlesen, auch wenn ich glaube ich niemanden kenne, der das durchliest. Accept Agreement. Ich lasse den Standardpfad, ihr könnt das natürlich anpassen, wo ihr das installieren möchtet. Und weiter. Wir lassen uns mal ein Desktop-Item erstellen. Hier ist auch wieder Add to Path. Wir machen das einfach, wir fügen es zu Path hinzu. Ich weiß jetzt nicht genau, warum Visual Studio zu Path hinzugefügt werden muss. Aber ich weiß, dass Visual Studio ein Terminal integriert hat und ihr könnt Visual Studio ja auch über das Terminal ausführen. Ja, wir öffnen das Ganze mal. Ja, und dann könnt ihr euch einrichten, wie ihr es haben möchtet, ob ihr das helle Theme haben wollt, das dunkle oder das High Contrast. Ich nehme das dunkle, einfach was mir am besten gefällt. Dann habt ihr hier eure Extensions, eure Erweiterungen und da wird euch schon ganz oben Python vorgeschlagen. Und wenn ihr Python installiert, habt ihr dann auch Autovervollständigung für Python. Und wir wollen ja natürlich Python coden, deswegen installieren wir auch Python. Und hier gibt es verschiedenste Möglichkeiten, also was ihr installieren könntet. Ihr hättet auch C und C++, ihr könntet Jupyter Notebook erstellen. Jupyter Notebook ist auch eine schöne Art, Python zu programmieren. Noch eine sehr schöne Art ist übrigens über Google Collaborations Python zu programmieren. Dazu mache ich aber mal separat ein Video. Ihr braucht dazu bloß einen Google-Account und könnt dann auf einer Website auf dem Server von Google Python-Code ausführen, den ihr nicht auf eurem eigenen Rechner ausführen müsst. Auch ganz cool, wie gesagt. Jetzt selecten wir, das habe ich jetzt ein bisschen schnell gedrückt. Also ihr müsstet entweder Python vom Windows Store installieren, wir haben es ja schon installiert, deswegen gehen wir jetzt auf Select the Python Interpreter, klicken da drauf und wählen unsere python.exe aus, ne? Also das ist der Pfad, der auch im Pfad, also der Path-Variable steht. Genau, das war es eigentlich schon, dann haben wir das eingerichtet. Dann können wir hier oben wieder auf Dateien drücken und auf Open Folder.
Und dann öffnen wir unseren Python-Folder bzw. unseren Coding-Folder. Ja, wir trusten dem Autor. Und dann können wir jetzt hier Python aufklappen und sehen unsere firstprogram.py. Und hier können wir dann auch neue Dateien und neue Ordner noch hinzufügen in die Struktur. Beispielsweise eine neue Datei und nennen das jetzt secondprogram.py. Hier können wir auch dann direkt die Dateiänderung quasi anpassen. Und können jetzt hier quasi, ich mache das mal ein bisschen größer. Wenn wir jetzt hier tippen, also wenn ich jetzt hier in Print beispielsweise eingebe, dann seht ihr, dass das so wunderschön gehighlightet wird. Und ja, wir können das dann auch hier drüber direkt ausführen mit F5 oder über Start Debugging. Und ich drücke mal F5. Und Python-File. Und dann öffnet sich unten ein Terminal. Und das führt jetzt die Datei aus. Mit Hilfe des Interpreters python.exe in unseren Local App Data. Ich drücke nochmal F5. Und dann seht ihr, dass er wieder das Programm ausführt. Genau, und dann können wir im nächsten Video, zeige ich euch natürlich, was Variablen sind, wie ihr Schleifen erstellt, Loops, wie ihr If-Statements und Nested If-Statements erstellt, was Operatoren sind, wie ihr Kalkulationen durchführt und so weiter und so fort. Irgendwann schauen wir uns dann auch Bibliotheken an, verschiedenste Libraries, die wichtig sind, wie man Sockets erstellt. Es gibt zu viel, was ihr damit machen könnt. Sicherlich auch irgendwann Artificial Intelligence. Danke fürs Zuschauen und im nächsten Video geht es dann los mit dem ersten Programmieren oder dem ersten Programm in Python.